Dass ich mir ein eigenes smartes Türschloss gebaut habe, ist nun schon wieder eine ganze Weile her. Damals war ich auf jeden Fall sehr ehrgeizig und wollte mir kein smartes Türschloss von irgendeinem Hersteller kaufen, wobei das eher von geizig könnte man auch ausklammern. Etwas später hatte ich dann eine Kooperation mit Switchbot und bei denen auf der Website habe ich gesehen, dass die auch ein smartes Türschloss anbieten, also habe ich mal angefragt, ob die mir so eins mal zum Test schicken wollen. Das haben die auch gemacht, das ist aber auch schon wieder einige Monate her, denn es wurde ganz schnell auf die Bremse getreten, weil das Schloss für den europäischen Markt noch nicht so ganz geeignet war, weil zum Beispiel Schlösser mit einer Falle, das heißt, die man von außen nur mit einem Schlüssel öffnen kann, dann gar nicht ohne Schlüssel zu öffnen waren. Das macht den Sinn und Zweck der Sache natürlich hinfällig. Jetzt kam aber ein Software-Update, das das Ganze löst und jetzt kann ich das Ganze hier auch vorstellen. Wie immer bestehe ich natürlich darauf, meine ehrliche Meinung sagen zu dürfen und da ich mir ja selbst mein eigenes Türschloss gebaut habe, könnte es sein, dass ich leicht voreingenommen bin, aber die Zuschauer von meinem Kanal können sich ja durchaus eine eigene Meinung bilden. Nun aber zum eigentlichen Produkt, dem Switchbot Smart Lock, ein kleiner Zungenbrecher. Das gibt es in verschiedenen Paketen, zum Beispiel in der Roh-Variante, wo dann nur eine Bluetooth-Verbindung stattfindet. Um das Ganze smart oder mobil zu bedienen, zum Beispiel um von unterwegs anderen die Tür aufzuschließen oder automatisiert zu bestimmten Uhrzeit die Tür zuzuschließen, benötigt man eine Bridge bzw. einen Hub. Das sind diese weißen lästigen Kästen, die jeder Hersteller einem aufbrummen will, damit man sein Gerät auch smart bedienen kann. Und das hasse ich ja wie die Pest. Aber es funktioniert auch direkt am Raspberry Pi oder mit einem ESP32 als Repeater an Home Assistant und wird dort auch direkt erkannt. Man kann also auf die Bridge von Switchbot verzichten. Das finde ich schon mal super. Ich habe zudem noch ein Außengerät zugeschickt bekommen. Das ist das Keypad Touch und das lässt sich über die App konfigurieren, sodass man über PIN-Codes, den Fingerabdruck oder auch NFC-Karten das Türschloss direkt öffnen kann. Das ist vor allem für die Leute interessant, die nicht dauerhaft ihr Handy dabei haben. Es lassen sich genügend Fingerabdrücke hinterlegen. Ich habe die Zahl gar nicht mehr im Kopf. Es sind auf jeden Fall mehr als genug. Und genauso wie bei den PIN-Codes und bei den NFC-Karten kann man auch temporäre Zugänge hinterlegen, sodass zu bestimmten Zeiten und Wochentagen ein Zugang gewährt wird. Die Einstellung kann man allerdings nicht über Home Assistant ändern, das funktioniert nur über die Bluetooth-Verbindung und vermutlich über die Bridge. Die habe ich allerdings nicht ausprobiert, denn wie gesagt, die mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob Switchbot es so gerne hätte, wenn ich jetzt das offene Türschloss zeigen würde, aber ich habe das Gerät natürlich auch auseinandergebaut, weil ich fand es vor allem interessant, wie es funktioniert, dass man das Türschloss drehen kann, es so gut wie keinen Widerstand hat und trotzdem der Motor genügend Kraft entwickeln kann, um das Türschloss zu öffnen. Naja, genügend Kraft ist da so eine Sache, so ganz stark ist das Türschloss nicht, da ist meine Servo-Variante deutlich stärker und da es eine Eigenbau-Variante ist, kann man sich die natürlich auch anpassen, wie man möchte, wie ich das zum Beispiel bei meinem Türöffner gemacht habe und die Komponenten dafür kosten maximal 1/10. Das heißt, mit jedem weiteren Gerät, das man selber baut, wird es deutlich günstiger. Trotzdem bin ich ziemlich fasziniert, wie das Ganze bei Switchbot umgesetzt ist. Ich hatte so eine Kupplung oder ähnliches vermutet, die ich vielleicht auch nachbauen kann. Das ist beim Nuki-Türschloss ja auch wohl der Fall. Nein, aber bei Switchbot, da gibt es ein paar Zahnräder, die aber extrem leichtgängig sind und dann ist da einfach nur der Motor. Ich wüsste nicht, wo man so einen Motor käuflich erwerben kann. Ich musste halt auf einen einfachen Spielzeug-Servo zurückgreifen. Der war dann natürlich auch entsprechend günstiger. Aber der Motor von Switchbot ist unglaublich leichtgängig und dabei, naja, sagen wir mal, stark genug. Es ist nicht der stärkste Motor, manchmal klemmt es etwas. Das kann aber auch mit der Versorgungsspannung zu tun haben. Und da kommen wir zum größten Minuspunkt überhaupt. Und das betrifft nicht nur das Türschloss, sondern eigentlich fast alle Geräte von Switchbot, bis auf die Türsensoren und die Temperatursensoren. Und zwar, sie werden mit CR123A bzw. CR2 Batterien betrieben und die kriegt man wirklich nirgendwo unter 1,50 €. Meistens kosten sie sogar deutlich mehr und das Switchbot Smart Lock braucht sogar 2 davon. Angeblich halten die Batterien zwar 6 Monate, aber wenn ich dann alle 6 Monate Batterien für um die 8 € kaufen muss, dann fühlt sich das für mich schon nach einer Art von Abo-Gebühr an. Also habe ich mal ausprobiert, was es da noch für alternative Versorgungsquellen gäbe. Da habe ich mir einen Adapter gedruckt, der sowohl für CR2 als auch CR123A funktioniert und da zumindest nicht aufladbare AA-Batterien in Serie auch 3 Volt bieten. Ich habe es zunächst mit aufladbaren Batterien probiert, aber selbst vollgeladen kommen die selten über 2,8 Volt in Summe und da war der Motor dann durchweg überfordert. Mit 2 frischen AA-Batterien war die Versorgungsspannung dann auf 3 Volt und für eine kurze Zeit hatte ich schon die Freude, dass ich das damit jetzt betreiben kann. Wenig später hat sich dann auch schon abgezeichnet, dass der Motor da auch wieder zu schwach war, also leider auch nicht die Lösung. Für den einfachen Switchbot, da mag diese Lösung funktionieren, allerdings wird das Gerät dadurch auch mindestens doppelt so groß. Schade, denn ohne diesen Minuspunkt hätte fast alles für das Switchbot Smart Lock gesprochen, denn das Nuki, was für mich als käufliches Vergleichsgerät dient, kostet schon deutlich mehr, vor allem wenn man das in Kombination mit dem Keypad haben möchte. Also, wie ist das Fazit? Kaufen oder selber bauen? Naja, je nachdem, wie so der eigene Netto-Stundenlohn ist, kann man besser ein paar Stunden abbrechen und ein paar Scheine auf die Theke schmeißen und sich so ein Ding kaufen. Aber für meinen Teil, beziehungsweise mein Türschloss oder mein Servo-Controller-Modul, wie ich es genannt habe,
werde sehr wahrscheinlich bald ein paar Pläne veröffentlichen. Ob ich das Ganze jetzt hinter einer sogenannten Paywall verstecke, werde ich mir nochmal überlegen. Sehr wahrscheinlich schon, denn die meisten von euch muss ich ja doch zu meinem Glück zwingen. An alle anderen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die freiwillige Unterstützung. Und wie ihr wisst, freiwillige Unterstützung wird belohnt. Wer möchte, kann sich inspirieren lassen. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin super stolz, meine eigenen Platinen entworfen zu haben, was dabei zu lernen. Gerade beschäftige ich mich nochmal mit der Verschlüsselung von Bluetooth und ich kann immer nur sagen, bleibt smart und unabhängig. Zuerst war die Idee.